Erwachen ist für mich eine Wahrnehmungsveränderung. Als bei mir das Erwachen passiert ist, hat sich wie was von vorne nach hinten verschoben, ist wie so ein Schleier weggegangen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich bin wie so vorne drin früher. Es war wie so klein und eng, so in meinen Gedanken drin und der Wahrnehmung, die ich habe und so. Und wie ich es eigentlich beschreiben kann, ist das, was passiert ist, dass die Wahrnehmung eigentlich wie so nach hinten gefallen ist oder die von hinten eigentlich nach vorne gefallen ist, so wie man es halt ausdrücken mag. Und plötzlich war das alles, was hier außen drum ist, inklusive Körper, Gedanken, war in mir. Also es ist wie ein nach hinten gehen passiert. Es ist wie so ein Schleier weggenommen worden. Und seitdem ist das Schauen und das Wahrnehmen von, ja, so wie ich es beschreibe, von hinten, von meiner Natur. Und dieses Erkennen, das war eigentlich sehr klar dann, das bin ich, das ist das was schaut, das ist das, was wahrnimmt. Und die ganzen vorderen Schleier sind wie so, ja, kannst du sagen, wie so weggewischt worden, wie wenn man eine Brille putzt und plötzlich guckt man, boah, glasklar auf das. Und das ist was, wo eigentlich eine riesen spirituelle Komponente hat, weil man viel auf religiösen Wegen oder spirituellen Wegen danach sucht. Aber ich würde sogar noch runterbrechen und das ist eigentlich wie so ganz rudimentär eine Wahrnehmungsveränderung. Das ist eigentlich eine Wahrnehmungsveränderung ist, die vielleicht einfach möglich ist bei uns Menschen, dass wir von da aus schauen, was tatsächlich schaut. Und ich denke, ich und die meisten Menschen haben sich wie verloren in dieser Kleinheit vom Denken, vom Ich-Sein. Und irgendwann fühlt sich das so ungemütlich an, so eng an, dass man auf die Suche geht. Dass man auf die Suche geht nach, gibt es nicht mehr als diese Enge, diese Kleinheit, die tatsächlich da ist. Und wir versuchen dann eigentlich auf diesem Weg diese Weite oder diese Offenheit oder dieses Einssein zu finden. Und wir, die in dieser Kleinheit sind, werden das schon nicht finden. Das, was wir aus dieser Kleinheit eigentlich schaut, merkt, dass es irgendwas gibt, was mehr ist, als es selbst ist. Und das muss sich wie auflösen oder das muss wie entspannen, dass das von hinten schauen kann, dass der Schleier eigentlich wie so gelüftet werden kann. Und dieses Schleierlüften und diese Klarheit, die plötzlich dann im Leben eigentlich da ist und dieses sich finden von sich selbst, von dieser Einheit des Lebens, das nennt man Erwachen. Und das ist was, wo irgendwann wieder sehr unspektakulär ist. Am Anfang ist es sehr spektakulär, man hat das Gefühl, der Unterschied ist so frappant, der ist so groß. Und jetzt mit den Jahren würde ich sagen, es ist wahnsinnig natürlich und ich glaube, dass das besser beschrieben werden kann eigentlich als unser natürlicher Zustand. Das ist eigentlich unser natürlicher Zustand, wie in die Welt geschaut wird, wie gehört wird und geredet wird. Und deshalb rede ich und Pratibha viel davon, dass es eigentlich wie so eine Rückkehr zur Natürlichkeit ist. Diese Schleier werden uns wie so auferzogen oder sind genetisch vorprogrammiert, dass wir in diese Kleinheit eigentlich wie so schauen. Und dann dieses Lüften von dem Schleier lässt uns eigentlich
das sein, was wir schon immer waren und immer da gewesen ist. Ja. Und sobald das Erkennen, dieses Erwachen passiert ist, kehrt so eine Stille und so eine Ruhe rein. Es ist wie so ein Erkennen von dem, was man wirklich ist. Und dass das, was man wirklich ist, heil ist, ganz ist, unendlich weit und groß. Und die ganze Welt, alles was erscheint, alles was da ist, in dem drin ist. Das ist diese Non-Dualität, von der wir reden, dieses Einssein. Und das kann man erfühlen, erleben und wahrnehmen.